Hallo allerseits, willkommen zum vierten Update des Panzer III Afrika Bodybuilds mit Panzermeister 36. Wie ihr sehen könnt, das Diorama ist jetzt fertig, die Figuren sind auch bemalt, alles ist festgeklebt und ja, das ist sozusagen schon das Ende unserer Bauserie. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Diorama, es hat sehr viel Spaß gemacht, ist auch ein tolles Thema. Ist im Übrigen mein erster Afrika Panzer III, das ist schon ein bisschen seltsam, nachdem ich ja doch schon sehr viele Panzer III Modelle gebaut habe, dass das dann der erste ist. Ja, war mal an der Zeit, das zu ändern. Der Panzermeister baut ja für seinen Panzer III auch eine kleine Base. Mein Diorama ist ein bisschen größer ausgefallen, wie ihr sehen könnt. Und ich finde, ja, nachdem Dioramen auch so ein bisschen meine Spezialität sind, bietet es sich an, dass ich da etwas detaillierter darauf eingehe, wie ich das gebaut habe. Zu den Figuren, da habe ich leider keine Fotos oder irgendwie Filmmaterial dazu aufgenommen. Das war etwas zu kompliziert und wäre vielleicht auch für das Video etwas zu langwierig geworden. Da würde ich einfach ganz gerne auf meine vorherigen Tutorials verweisen. So, wie habe ich das Diorama gebaut? Das möchte ich euch jetzt so Schritt für Schritt mal kurz zeigen und erklären. Die Basis für das Diorama waren Bilderrahmen. Interessanterweise war der Rahmen aus Alu gemacht, was eigentlich gar nicht schlecht ist. Man kann aber auch einfach eine Holzplatte nehmen oder irgendwas anderes. Und das Ganze wurde dann mit Balsaholzplatten außen verkleidet, dass eben so ein schöner hölzerner Sockel entsteht. Der Rahmen wird dann mit Holzleim angeklebt und innen drin füllen wir das Ganze dann noch mit Styroporplatten auf. In dem Fall waren es jetzt 2 oder 3 Styroporplatten übereinander. Und wenn das dann trocken ist, kann man das dann mit einem scharfen Messer so zuschneiden. Und so entsteht dann auch dieser Rand vom Diorama, der eben auch der Geländekontur folgt. An den Ecken des Dioramas muss man meistens auch noch ein bisschen schleifen und spachteln. Da treffen ja dann die Holzplatten so aufeinander und es ist meistens nicht wirklich schön anzusehen, deswegen spachtel ich das meistens. Da kann man Holzspachtel nehmen oder auch ganz normal von Revell den Plasto-Spachtel, das spielt eigentlich keine Rolle, das funktioniert alles sehr gut. Wichtig ist einfach nur, dass man das da sauber reinschmieren kann und sauber verschleifen kann, dass das auch eine ähnliche Textur hat am Schluss wie das Holz. Um dann noch einen etwas stabileren Untergrund zu bekommen, habe ich dann das Diorama oben noch mit Reparaturmörtel überzogen. Da nehme ich immer den von PCI, den Repafix. Der geht eigentlich ganz gut für sowas. Da reicht eine dünne Schicht eigentlich schon aus. Das ist dann, wenn es trocken ist, auch ziemlich rau. Was bedeutet, alles, was wir dann später noch auftragen, kann sich da relativ gut verkrallen und es hält dann auch. Den Repafix kann man auch dazu verwenden, um Asphaltstraßen darzustellen. Wie ihr seht, ich habe hier jetzt nochmal eine zweite dünne Schicht aufgetragen aufs Diorama, da wo eben die Straße sein soll, und habe auch versucht, dass das eben möglichst glatt ist. Leider lässt sich der Repafix nicht so gut lackieren mit Acrylfarben, deswegen gab es hier noch einen Überzug mit Mr. Surfacer. Danach habe ich dann angefangen, das Gelände noch etwas feiner auszuformen. Das geht so schrittweise vor sich. Als erstes kam von Stettler das Fimo Air Basic zum Einsatz. Das ist eine Modelliermasse, die sich sehr leicht verarbeiten lässt und die an der Luft trocknet. Zusammen mit einer zweiten Schicht Modelliermasse habe ich dann auch schon angefangen, diverse Steinbrocken einzuarbeiten. Das soll ja eine Wüste werden. Ich mag es aber nicht so gerne, eine Sandwüste darzustellen, sondern so Geröllwüsten finde ich wesentlich interessanter und auch einfacher zum Bauen. Und da habe ich einfach draußen im Garten ein paar Steine eingesammelt und die kann man dann da so zusammen mit der Modelliermasse da einarbeiten. Nun konnte es auch schon an die Feinheiten gehen. Ich habe das Diorama mit Ponalholzleim eingestrichen und danach diverse Steine und Erden und auch Sand drauf gestreut und es bleibt da schön kleben. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Auch da habe ich mich wieder viel an Material bedient, was ich im Garten finden kann, also Erde, Sand, Splitt und so diese Materialien eignen sich eigentlich ziemlich gut. Da habe ich immer genügend auch
Im Vorrat hier habe ich in Gläsern drin und das streue ich da einfach in den Kleber rein. Und wenn das dann hart ist, hat man eigentlich eine sehr überzeugende Grundstruktur schon mal, mit der man dann weiterarbeiten kann. Normalerweise achte ich dann immer darauf, wenn ich ein Diorama baue, dass die Naturmaterialien, also zum Beispiel die Erde oder der Sand, wo ich verwende, auch schon die passende Farbe hat, weil ich normalerweise meine Dioramen nicht irgendwie mit Farbe behandle. Bei Wüstendioramen ist es allerdings anders, da finde ich, kommt man mit Farbe schon sehr weit. Und deswegen habe ich das Diorama erstmal mit schwarzer Acrylfarbe grundiert. Die Asphaltstraße habe ich dann mit dunkelgrauer Acrylfarbe angesprüht. Da darf aber die schwarze Grundfarbe gern auch noch an manchen Stellen etwas durchscheinen. Die weitere Bemalung des Dioramas ist eigentlich relativ einfach. Ich habe mir da 3 Sandfarbtöne rausgesucht von Revell und Vallejo und die habe ich so nacheinander nicht ganz deckend über das ganze Diorama aufgesprüht. Ich habe auch noch ein paar Bereiche auf der Straße ein bisschen mit den Farben behandelt, einfach um da zu simulieren, dass da auch ein bisschen Sand und Geröll liegt. Wie ihr sehen könnt, ich gehe da jetzt nicht wirklich planmäßig vor, sondern ich sprühe da mehr oder weniger zufällig die Farbe auf. Da wo sie eben landet, landet sie. Und so entsteht ein sehr realistisches Bild eigentlich. Die Farben sind relativ unterschiedlich, aber nicht zu kontrastreich. Also das Ganze verbindet sich eigentlich sehr gut. Trotzdem fand ich es eine gute Idee, noch ein paar einzelne Steine farblich ein bisschen hervorzuheben. Das ist ein optionaler Schritt, den kann man machen, muss man aber nicht. Ich persönlich finde das auch eine recht entspannende Arbeit, da manche Steine noch ein bisschen farblich hervorzuheben. Das ist jetzt auch nicht sonderlich zeitaufwendig. Den italienischen Meilenstein von Model Victoria habe ich weiß bemalt. Abziehbilder liegen dem Ding auch bei, was ich ziemlich gut finde. Da sind verschiedene Ortsnamen dabei und auch Zahlen, mit denen man dann eben die Kilometerentfernungen gut darstellen kann. Die Abziehbilder ließen sich ganz gut verarbeiten. Habe ich dann mit Klarlack noch versiegelt. Danach habe ich mich dazu entschlossen, das Diorama noch mit einem Ölfarbenwash zu behandeln. Das Ölfarbenwash ist im Prinzip das gleiche, wie ihr es schon im vorherigen Teil gesehen habt. Also Ölfarbe von der 502. Abteilung, stark verdünnt mit Feuerzeugbenzin. Wenn man jetzt da aber solche Mengen verarbeitet, wie ich es hier mache, muss man unbedingt den Arbeitsraum gut lüften, weil da in dem ganzen Benzindampf sitzen ist jetzt nicht so wirklich gesund. Das Ergebnis sieht zwar schön aus, muss aber zugeben, dass der Schritt eigentlich auch entfallen kann in dem Fall. Oder es würde eigentlich auch reichen, wenn man es nur auf die Asphaltstraße beschränkt, weil wir davon später nicht mehr allzu viel sehen. Ich dachte mir da aber, sicher ist sicher und ich trage es mal über alles auf. Die späteren Staubeffekte, die wir dann noch auftragen, werden das zum größten Teil wieder überdecken. Das ist bei Dioramenbau oft so, dass man da immer sich so ein bisschen vor und zurück bewegt. Man weiß ja eben nicht, wie es am Schluss tatsächlich rauskommt. Ein Ölfarbenwash ist auf jeden Fall kein Fehler, aber so viel sieht man am Schluss nicht mehr davon. Trotz unserer farblichen Vorbehandlung brauchen wir jetzt einfach noch etwas stärkere Staubeffekte und auch noch eine bisschen stärkere Staub- und Sandtextur. Und da verwende ich wieder meine bewährte Methode, und zwar Gartenerde vermischt mit Holzleim und Wasser. Und dieses Gemisch, das trage ich aufs ganze Diorama auf. Dabei sollte man darauf achten, nicht irgendwie da zu reiben oder zu streichen, sondern wie ihr sehen könnt, sich tupft es eher bloß so auf. Das hat damit zu tun, wir haben ja vorher schon alles mit wasserlöslichem Holzleim angeklebt und ich möchte jetzt nicht, dass ich da irgendwie irgendwas zerstöre, dadurch, dass ich da groß drauf rumreibe, sondern durch das Tupfen geht es ziemlich schonend vor sich. Auf die noch feuchte Oberfläche streue ich dann noch etwas mehr von der Erde drauf. Dadurch entsteht dann erst so eine ziemlich überzeugende Sandtextur. Leider war das Resultat da ein bisschen zu dunkel und eintönig, das hat mir nicht ganz so gefallen, deswegen habe ich mich noch dazu entschlossen, das Diorama farblich mehr der Alterung der Fahrzeuge anzupassen, was bedeutet, wir müssen wieder von MIG das Light European Earth verwenden. Das habe ich zusammen mit dem Pigmentfixer von MIG zu so einem Art Staubwash vermischt und habe das dann aufs komplette Diorama
aufgetupft. Dadurch ist dann die Farbgebung des Dioramas wesentlich heller, wie ihr sehen könnt. Es sieht noch etwas staubiger aus, also ich finde, der Schritt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie schon gesagt, das Ölfarbenwash vorher und vielleicht auch den Zwischenschritt hier mit der Erde nochmal aufschmieren, das hätte man sich vielleicht sparen können und man hätte gleich zu den Pigmenten übergehen können. Ja, ich persönlich habe diese Zwischenschritte mal gemacht, das hat auf jeden Fall nicht geschadet. So, ab jetzt war gar nicht mehr so viel zu tun. Ich habe jetzt erstmal den britischen Spähwagen aufgeklebt und noch ein paar Ausrüstungsgegenstände, die so am Boden verteilt liegen. Und da war noch relativ wichtig, dass das Fahrzeug sich ein bisschen an den Untergrund anpasst. Dazu habe ich nochmal ein bisschen Erde und Pigmente und Leim vermischt und habe das dann nochmal so aufgetupft, ein paar Einzelbereiche am Modell, damit sich das einfach besser in das Diorama einbettet, möchte ich jetzt mal sagen, dass es nicht nur auf dem Diorama liegt, sondern im Diorama. Ich finde, das ist allgemein immer ziemlich wichtig, das wird oft einfach übersehen. Man muss einfach die Fahrzeuge immer so ein bisschen in den Untergrund drücken können, sofern das irgendwie realistisch ist. Ja, das sieht einfach wesentlich überzeugender aus. Damit die Landschaft nicht ganz so tot ist, habe ich dann noch ein paar Grasbüschel von Mini Natur aufgeklebt. Da reichen vielleicht 10 so Büschel auf so einer Fläche locker aus. Man sieht es oft bei so Dioramen, die irgendwie in der Wüste angesetzt sind, dass es irgendwie entweder über ein blühender Garten Eden ist mit, 3, 4 Palmen drauf und weiß ich was noch alles, oder nur noch Wüste und Sand und Geröll. Ich neige immer dazu, eher den Mittelweg zu gehen. Ein paar gezielte Grasbüschel hier und da reichen eigentlich vollkommen aus. Ganz so desolat ist jetzt die Sahara an ihrem Nordrand auch wieder nicht. Also so ein paar Büsche oder so kann man da durchaus platzieren. Zum Schluss habe ich noch die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die so am Boden verstreut sind, noch ein bisschen mit Pigmente verstaubt. Dann habe ich die Figuren aufgeklebt. Wie schon gesagt, da habe ich jetzt leider keine Details für euch, aber da gibt es auch Tutorial-Videos dazu von mir, wie man Figuren bemalt. Die habe ich einfach mit Holzleim befestigt. Das ist absolut ausreichend, die muss man nicht irgendwie verstiften oder so. Ja, und dann habe ich noch den Rahmen vom Diorama mit schwarzer Farbe bemalt. Ich habe mich dann auch noch dazu entschlossen, so ein Afrika-Korps-Ärmelband als Dekoration zu verwenden für den Sockel. Das ist eine billige Reproduktion, die habe ich schon vor Jahren mal gekauft, relativ billig, nur für diesen Zweck. Und jetzt habe ich mal was Passendes zu dem Thema gebaut und habe es dafür dann gleich verwendet. Und damit wären wir am Ende dieses Bodybuilds. Ich hoffe, ihr fandet das genauso interessant wie ich und der Panzermeister. Das war mal was anderes wie sonst. So ein Gruppenbau und so, da macht man öfter mal mit. Aber so ein Bodybuild, das ist einfach doch was wesentlich überschaubareres, möchte ich mal sagen, weil man sich einfach nur mit einem einzigen Kollegen sozusagen kurz schließen muss und da etwas koordinieren muss. Und hat auch einen sehr interessanten Austausch über das ganze Thema gegeben. Also wirklich super. Und ich hoffe, ihr konntet da auch etwas teilhaben dran und auch was davon lernen. Ja, ich denke mal, das wäre es soweit. Jetzt folgen noch ein paar Detailbilder von dem Diorama und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.